Hallo ihr Lieben Hallo. und herzlich willkommen zu unserer kleinen Talk to the Entity Frage- und Sprechstunde. Das hört sich lustig an. Ja. Sprechstunde nicht ganz. Doch Ja, untereinander. doch untereinander sprechen wir. Genau, wir möchten euch nämlich so ein bisschen was über uns und über unsere Erfahrungen erzählen. Und wir machen jetzt einfach so ein kleines Fragespiel. Und ich fange mal an, Fragen zu stellen. Liebe Fatma, haha. Hallo zusammen. Hallo Tanja, hallo Nicole. Liebe Fatma, warum hast du es gewählt, Talk to the Entity CF zu werden? Oh mein Gott, was für eine großartige Frage erstmal. Die Frage ist eher so, wie konnte ich so lange ohne leben? Und ohne Talk to the Entities zu facilitieren und noch mehr zu öffnen und das hinaus in die Welt zu bringen. Mein Ding war schon immer, ich habe es mit Entitäten schon immer gehabt. Und dann das war es eigentlich du, Tanja, wir hatten dann ein Gespräch und wir haben uns darüber unterhalten. Und dann mein erster Talk to the Entities Kurs war ja auch mit euch beiden. Das war einer wirklich der Kurse, den ich ganz lange geschoben habe. Ach nee, brauche ich nicht. Ich bin ja sowieso in Verbindung mit den Entitäten und so. Und dann war ich bei euch beiden in meinem ersten Beginning-Kurs, der Anfangkurs. Und es war so, oh mein Gott, das ist es. Endlich ist da eine Runde an Menschen, man kann über alles reden, all dieses verrückte Zeug, was du vielleicht in den anderen Kursen nicht so ansprichst, über was wir uns gewahr sind, was wir wissen und so weiter. Und das war der ausschlaggebende Grund dann, ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Super cool. Und seit du das gemacht hast, was hat sich, seit du Talk to the Entity CF bist, verändert bei dir? Also gut, meine Liste. Erstmal hat sich mein Empfangen von allem exponentialisiert. Ja, das Gewahrsein von den Energien, die um mich herum sind. Wirklich dieser Beitrag, dieses Geschenk, was Entitäten für uns sind, noch mehr einzuladen. Also es ist alles weiter, größer, lichter geworden, was dann auch in jedem Lebensbereich mir einfach mehr eröffnet hat, sich mehr zeigt und auch so, weißt du, so nicht mehr so ein Opfer von diesen Energien, die um dich herum zu sein, sondern sie einfach zu integrieren und damit zu spielen. Das hat sich Du meinst verändert. mehr Spaß und Spiel? Was? Noch mehr? Ja. Mega. Und was hast du für ein unerwartetes Geschenk durch Talk to the Entities erhalten, was du dir eigentlich niemals hast vorstellen können? Mehr von mir. Das erste, wo du gefragt hast, war mehr von mir, weil es doch trotz allem, obwohl ich schon so lange, mein ganzes Leben lang mit Entitäten irgendwie gehabt habe, war immer noch ein Teil, wo zu war. Weißt du, du lässt es nicht ganz rein. Du bist nicht ganz in dieser Kommunikation damit, in der Verbindung damit. Und umso mehr sich das öffnet durch diese Kurse und durch die Tools und überhaupt die Bereitschaft, einfach Ja zur Spirit World, zur geistigen Welt zu sagen, habe ich gesehen, so mehr von mir und immer noch mehr von mir und die Fähigkeiten, die zum Vorschein kommen. Und ja, wirklich dieser Spaß daran, das höre ich auch von ganz vielen Leuten, entweder wenn ich Facebook Lives mache oder Kurse mache. Mein Gott, kann man so viel Spaß mit Entitäten haben. Das ist ja überhaupt nicht, und oh mein Gott, da muss ich mich zurückhalten oder muss ich mich klein machen und verstecken, sondern ganz das Gegenteil. Also dieser Spaß mit der geistigen Welt. Und davon kriege ich nicht genug. Und ja, lass uns mal mehr machen. Super, mega klasse. Ja, wow. Ja, was ist es denn für dich, Nicole? So, was war es für dich, Talk to the Entity CF zu wählen? Ja, ganz ähnlich. Also diese Aussagen ähneln sich ja schon irgendwie und trotzdem ist es individuell. Ich habe das auch lange, ich war schon neugierig. Also ich habe schon immer bei Shannon so Taster besucht, aber es war immer trotzdem noch eine Mauer dazwischen. Also hier bin ich und ja, dieses Konzept der geistigen Welt und ich weiß auch, als Kind habe ich mit Entitäten gesprochen und trotzdem war es irgendwie, ja, aber ich sehe, höre, rieche, schmecke sie ja nicht. Also kann ich es nicht können.
Also habe ich es auch so ein bisschen vor mir hingeschoben. Und ich muss sagen, dass Talk to the Entities mich geholt hat, weil ich ja auch mit Tanja zusammen eine der Übersetzerinnen für Talk to the Entities bin. Und dann war es immer so, hallo, kannst du übersetzen? Ja, da kann ich. Kannst du übersetzen? Ja, da kann ich. Kannst du übersetzen? Ja, da kann ich. Jetzt kommt das Talk to the Entities CF. Kannst du da übersetzen? Ja, wohl schon. Also scheinbar möchte Talk to the Entities mich auch dabei haben. Und das ist eben auch eins der genialen Sachen, dass man irgendwie merkt, die geistige Welt, das ist keine Einbahnstraße. Also es ist jetzt nicht, ich spreche mit denen und dann müssen die oder was ich eben so auch manchmal höre, die müssen für mich, ich möchte, dass sie für mich arbeiten. Ja, ich meine, klar, kann man durchaus so machen, das ist ja auch das Schöne, da gibt es ja nichts, was ausgeschlossen ist. Aber wenn man eben in diese Kommunikation, Verbundenheit mit reingeht, dann kommt diese Leichtigkeit, dann kommt dieses, möchtest du und wir hätten dich gerne und dann kommt so ein Fluss da rein und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht. Ja. Ja. Und was hat sich für dich verändert, seitdem du gewählt hast, mit den Entitäten Talk to the Entities CF zu sein? Ja, du hast so schön gesagt, mehr von mir. Ja, und ich würde es für mich noch mehr konkretisieren. Es ist ein Vertrauen in mich. Also in diese ganzen Konzepte und es ist da und es gibt's, aber ich kann das auch. Tatsächlich. Und mit jeder Kommunikation und auch mit jedem Kurs, den man gibt, kommt immer noch mehr, ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Das kann ich auch, was ich alles weiß. Auch so dieses Vertrauen in das Wissen, ja, weil bei Kursen kommen dann Sachen raus und denkst so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Und ja, wie genial. Und da kommt eben auch wieder, was du auch, dieses Empfangen auch mit rein, ja, das eigene Wissen zu nehmen, in Anspruch zu nehmen, also auch in Besitz zu nehmen, zu sagen, wow, und das aber auch zu empfangen. Und eben dieses dann wieder fließen zu lassen, das ist mega genial. Ja, also das Vertrauen in das eigene Wissen, Können, Empfangen. Ja. Ja, und das führt ja dann auch gleich eigentlich zu unserer nächsten Frage rein, so dieses unerwartete Geschenk, was du bekommen hast. Ja, dieses Vertrauen mehr in dich und in deine Wahrnehmung, das ist ja schon riesengroß. Aber hast du auch irgendwie so ein Beispiel oder so, wo du sagst, oh mein Gott, so, das war wirklich ein Geschenk, was ich empfangen habe? Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch die Summe vieler kleiner Dinge, die ich entdeckt habe. Also so die Summe zum Beispiel in der Kommunikation. Er kommt immer wieder. Ich habe Karl kennengelernt. Karl ist eine kleine Naturentität. Und Karl hat mir gezeigt, wie begeistert er von seinem Stückchen Natur ist. Und ich habe versucht zu interpretieren, dass er muss ja jetzt was meinen und aber tatsächlich habe ich irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, was meinst du denn? Und er war einfach nur so, guck doch mal hier, wie schön das ist und da ist die Schnecke und da ist ein Blatt und da ist ein Grashalm. Also so und ich so, er meint wirklich, wirklich, wie genial ist das denn? Also das war für mich ein Riesengeschenk, auch nochmal dieses, ach, geh einfach aus seinem Kopf raus, wie schön ist es? Und welcher Beitrag können wir einander sein? Weil er sich auch gefreut hat, als ich es endlich verstanden habe. Also dieses Gegenseitige, wirklich. Und das Geschenk, das wir sind, wenn wir es anerkennen, das ist für mich eins der größten Geschenke. Ja, liebe Tanja, warum hast du gewählt, ein Talk to the Entities Facilitator zu werden? Naja, du hast schon so was Ähnliches gesagt, aber meine Geschichte ist anders. Das ist das Schöne, ne? So ähnlich, aber doch immer wieder für jeden genau das. Ja, also ich facilitiere ja schon lange Access und habe auch viele Kurse zum Thema Business zum Beispiel gegeben. Und in all meinen Kursen sind Entitäten aufgetaucht. Und bei mir war das dann immer so süß, weil ich habe dann immer so gesagt, ja, ich kann die jetzt klären, aber wenn ihr mehr wollt, müsst ihr zu einem Talk to the Entity Facilitator gehen, das bin ich nicht. Ich habe das total vermieden, habe die Verantwortung abgegeben und habe die dann immer sozusagen an die Talk to the Entity Facilitator verwiesen. Und
als die in jedem Kurs dann waren, habe ich irgendwann gedacht, was wollen die von mir? Und habe dann so gefragt, wie wird mein Leben in 5 Jahren sein, wenn ich Talk to the Entities mache? Und es ist natürlich viel, viel leichter geworden. Und habe dann auch so gefragt, wenn ich den Kurs mache, tauchen die dann nicht mehr in jedem Kurs auf? Interessante Schlussfolgerung. Und die so, wieso? Die sind dann wirklich aber nicht mehr in jedem Kurs aufgetaucht. Die haben regelrecht mich sozusagen dahin gebracht, so wie du das vorher auch schon gesagt hast. Einfach auch dieses letzte bisschen von, ach ja, das machen die anderen, ich will mit diesem komischen Zeug nichts zu tun haben. Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nach wie vor, seit ich Shannon kenne, und ich habe sie 2012 in einem Interview kennengelernt, seit ich sie kenne, mache ich eigentlich so ziemlich alles, was sie an Kursen bietet, weil ich es wirklich toll finde. Und ich habe alle möglichen Kurse immer mit Shannon gemacht, aber einen Riesenbogen um das Talk to the Entity Zeug, um dieses komische Zeug. Das hatte für mich auch immer so eine Energie, dass es so signifikant ist, ne? Und wenn man uns jetzt reden hört, für mich ist es einfach nur eine Bereicherung für mehr Leichtigkeit, für mehr Spaß und ganz, ganz wichtig auch für mehr Empfangen. Also ein riesen Geschenk und ich war wirklich total im Widerstand mit und genau deshalb bin ich CF geworden, weil ich einfach über diesen Widerstand hinausgehen wollte. Cool. Und erzähl mal, was war für dich das größte unerwartete Geschenk? Das größte unerwartete Geschenk war wirklich, ich habe damit nicht gerechnet, dass ich viel mehr Empfangen gelernt habe, viel mehr Empfangen sich eröffnet hat und ich einfach viel leichter, wie das Fatma auch schon gesagt hat, Energien nicht nur wahrnehmen, sondern auch benennen konnte. Also das sind wirklich so, die Wahrnehmungskanäle haben sich wahnsinnig geöffnet, ne? Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache das und kann dann diese ollen Entitäten klären. Ich hatte ja auch die interessante Ansicht, oh je, ich habe so schon genug zu tun und mag in meiner Freizeit jetzt nicht auch noch mit irgendwelchen Toten reden, ne? Ja. Ladies, ich habe noch eine Frage für uns. Ich meine, wir facilitieren ja wirklich. Ich war bei euren Kursen schon, Talk to the Entities, und die Freude, die ihr dabei habt und wie ihr das rüberbringt. Aber jetzt mal wir alle jetzt als CFs, Talk to the Entities CFs, was liebt ihr daran, diese Kurse zu facilitieren? Weißt du, dieser Prozess davon, der Moment, wenn ein Kurs anfängt zu blinken und sagt, hey, facilitiere mich, was ist das bei euch? Ja, also ich muss ehrlich sagen, diese, genau wie du gesagt hast, dieser Prozess, ne? Und auch wenn eben Menschen dabei sind, die noch nie diese Zurückhaltung, dieser Mauer, dieser Respekt auch, zu am Ende ich wusste gar nicht, das ist ja voll leicht, oder kann man so viel Leichtigkeit mit haben. Und auch was ich so schön finde, ist, wenn diese Zweibandstraße, also wenn es wirklich eine Kommunikation in beide Richtungen ist, ne? Und aber auch das Entdecken, ich kann es auch anders wählen. Ich kann auch sagen, ich hätte gerne welche, die, wenn ich sage, die das machen. Aber wir gucken, was kreiert was für dich. Und ich finde also der Prozess, wie du gesagt hast, ja, und für euch? Also was ich am genialsten finde, und ich muss auch echt nochmal ein großes Danke sagen für die Möglichkeit, dass wir den jetzt online über 8 Wochen machen dürfen, weil 2,5 Tage, das ist wirklich intensiv und über 8 Wochen kann sich das so schön entfalten. Und was ich halt bei den Teilnehmern sehe, wenn die plötzlich erkennen, hey, ich kann mit Entitäten reden, das ist so leicht. Und diese Ermächtigung, dieser Raum der Ermächtigung, den man mit diesen Talk-to-the-Entity-Werkzeugen ist, das ist für mich einfach grandios. Und ich bin sowas von dankbar für die Möglichkeit zu haben und die Menschen wirklich in ihre Stärken und in ihre Fähigkeiten zu begleiten. Das ist gigantisch. Gigantisch. Das ist es für mich auch. Dieses zu sehen, wenn Menschen sich, weißt du, wenn Teilnehmer vorher kommen und sagen, ich weiß nicht, will ich machen, will ich nicht machen und so wirklich damit kämpfen, in sich kämpfen und dann drinnen sitzen und der Kurs geht los
Und dann diese, aha, weißt du, wie das Licht noch mehr zum Vorschein kommt in ihnen. Und es ist ja wirklich so einfach. Und dann anfangen, wie sich alles anfängt, das kann ich das auch machen und kann ich das auch fragen. Und dann nach 2,5 Tagen, ich habe den 8. Wochen noch nicht facilitiert, so wie du gesagt hast, Tanja. Ich habe 2,5 Tage jetzt gemacht. Und dann zu sehen, auch das Feedback im Nachhinein zu bekommen, eben dieses Ermächtigen, das wieder mehr einzubeziehen, wie sich in all ihren Lebensbereichen so viel mehr dadurch eröffnet und ereignet. Und das liebe ich daran, diesen Kurs zu facilitieren. Wirklich, dieses zu sehen, wie sich die Menschen dadurch verändern und sich für mehr öffnen. Und ich bin gerade so, oh Gott, ich muss den nächsten Schedule. Ja. Hört sich so an, direkt so. Ja. Was ja auch lustig ist, und du hast es ja auch schon gesagt, Fatma, dass du mehr von dir bekommen hast. Eigentlich sollte der Talk to the Entity eine Voraussetzung für Being You sein. Für alles. Überhaupt ein Access Consciousness Certified Facilitator zu sein. Ja. Und das sagen auch die meisten Kursteilnehmer nachher, die selbst die F sind, dann den Beginning-Kurs. Ich meine, ich habe es euch ja auch gesagt, das sollte eine Voraussetzung sein, weil es wird so viel mehr. Du kannst so viel potenter auch facilitieren, weil du ganz anders mit den Energien nochmal umgehen kannst. Und ich habe jetzt auch nochmal eine Frage für euch zum Thema Potenz. Haha, hat sich eure Potenz, eure Kraft, eure Stärke verändert, seit ihr mit den TTTE-Werkzeugen spielt? Nee, gar nicht. Nein. Und wie? Mich haut viel, also so, dass es mich richtig mal raushaut, kommt ganz selten nur noch vor. Aber dieses Ich-Sein, zu mir stehen, meinem Wissen vertrauen, das hattest du ja auch schon gesagt, meinen Wahlen zu vertrauen, einfach drauf loszuwählen, Spaß zu haben, noch mehr. Ja, extrem. Auch im Zusammenhang nicht nur mit Entitäten, sondern mit ganz normal, also mit Menschen in Körpern. Ja, da, überall. Und zu sehen auch, aus welchen Ansichten heraus funktionieren Menschen. Also nicht nur als Facilitator, sondern im täglichen Leben wirklich. Und es nicht signifikant zu machen, nicht bedeutungsvoll, sondern einfach zu sagen, okay, diese Person funktioniert, das sind die Energien, das sind ihre Ansichten. Und was kann ich jetzt damit machen? Ja, da auf jeden Fall Potenz aufgedrückt. Ja. Und ich finde das auch so genial, was du gesagt hast, weil das finde ich auch dieses, nicht nur die Kommunikation und so weiter, der Umgang mit Entitäten, sondern auch mit den In-Körpern wird leichter. Ja. Und auch selbst wenn man mal raus ist, dieses paar Entitäten-Clearings, auch wenn man gar nicht wissen muss, was, wie, wo, das ist ja auch das Schöne, ja. Man muss ja eben nicht dieses A, B, C, ich muss jetzt wissen, was und so, sondern einfach mal so, ich fühle mich merkwürdig, paar Entitäten-Clearings rausgehauen und dann bin ich so, okay, war vielleicht wirklich gar nicht meins. Auch das finde ich auch eine Sache der Potenz. Ja. Wie ist bei dir, Tanja? Du hast die Frage gestellt. Ja, absolut. Also bei mir hat sich da total viel aufgetan und vor allem auch Potenz war für mich immer so eine Energie, die konnte ich spüren, aber die habe ich immer unterdrückt, weil ich gedacht habe, das ist was Schlimmes, das ist was Böses. Und durch die Art, wie Shannon einem auch in dem Advanced-Kurs in das Empfangen reinbringt, das ist einfach ein Riesengeschenk. Und Nicole, du hast mir ja die 3. Frage unterdrückt. Was war dein größtes was war das unerwartete Geschenk? Das hast du gesagt, ne? Und dann war noch eine Frage irgendwie dazwischen. Was hat sich verändert für dich? Was hat sich verändert, genau. Und das war nämlich mein Ding. Ich habe wirklich viel mehr Potenz, seit ich das mache. Und was für mich auch noch unerwartet war, das ist mir vorhin nicht eingefallen, weil irgendwann wirst du zum wandelnden Entitäten klären und es wird halt so viel einfacher. Du musst nicht immer dieses Sätzchen sagen, sondern wenn du dann in den Advanced-Kurs gehst, lernst du kennen, wie man halt auch viele Entitäten auf einmal facilitiert und nicht nur einen. Und das ist auch nochmal so ein Riesengeschenk, um ganz viel zu verändern. Mega cool. Wisst ihr, was sich für mich auch verändert hat? Diese Kommunikation mit meinem Business. Ja, weil ich meine, das Business ist ja auch eine Entität, ja, und so viele Bereiche sind Entitäten, auch das Leben hier im Haus, weißt du, auch das ist eine Entität.
jeder Baum, alles. Und der Körper. Der Körper, natürlich. Ja, mit allem ist die Kommunikation viel einfacher geworden. Und das ist auch es ist nicht nur, ja, der Mensch hatte mal einen Körper, jetzt hat er keinen mehr und jetzt reden wir mit denen, sondern es ist so viel mehr. Und als ich jetzt in Mexiko war, ich bin morgens aufgestanden und danke für die Tools. Ich bin in Panik aufgestanden und ich wusste nicht, was los ist. Dann stellst du 1000 Fragen und du clearst Entitäten und so weiter. Und dann am Abend habe ich dann herausgehört an der Rezeption, dass geschossen worden ist und dass jemand, getötet worden ist und so weiter. Und dann diese ganzen Energien damit wahrzunehmen und dann ich meine, wir sind einfach Talk to the Entities, CFs und haben Fähigkeiten und die Entitäten finden uns natürlich auch. Aber dann mit so einer Leichtigkeit, weißt du, so dieses, wo man viele Entitäten auf einmal eben dann gleich downloadet oder mit denen arbeitet oder einzeln. Aber früher hätte es vielleicht eine Woche gedauert und jetzt ist es so ein Zick. Also das ist auch ein Geschenk von einem TTDF-CF zu sein. TTTI-CF, das ist so lange. Das ist zu lang, ja. Absolut. Und was mir eben auch noch eingefallen ist, das hatte ich vorhin gedacht, als Nicole sprach, ne? Also wir inspirieren uns wirklich gegenseitig. Die Shannon hat, ich glaube, es war in Paris, in dem ersten Paris Talk to the Entity Facilitators oder war es Advanced, ich weiß nicht mehr so ganz genau, hat sie davon gesprochen, dass man mehr und mehr zu einer Quelle der Kreation wird. Und Nicole hat es vorhin so für sich gesagt, dass sie dann Sachen sagt, wo sie gar nicht weiß, wo das herkommt, ne? Dass man wirklich auch neue Informationen, neues Wissen regelrecht runterlädt und ausspricht. Und das würde ich auch sagen. Also das hat wirklich bei mir dieses Quelle sein für Kreation eröffnet, was ein riesengroßes Geschenk ist. Und als ich das erste Mal gehört habe, bin ich gleich zum Mikro gestürmt und habe gefragt, was ist das? Und Shannon halt so in ihrer einzigartigen Art, du bist ziemlich nah dran, mach weiter. Keine Antwort gegeben, weil man muss das für sich erfahren. Aber das ist ein riesen Geschenk. Also wie gesagt, ich liebe diese Kurse und freue mich auch mit euch beiden, da den Summer Summit Talk to the Entities bald zu machen, wo man wirklich erst den Advanced-Kurs macht und dann in den CF reingeht. Und das Tolle an dem Advanced-Kurs ist, dass alle CFs mit drin sind. Also der hat auch nochmal eine mega geniale Energie und ich freue mich schon riesig drauf. Bei mir kribbelt es überall gerade. Es ist gerade so, die Fiesta geht weiter. Die Fiesta wird irgendwie zu einer italienischen Party im Schloss, ne? Ja. Und was ich zu dem Summit oder diesem Fortgeschrittenen, ich habe auch immer so ein bisschen die Energie, wenn jemand sagt, da sind alle CFs mit dabei, dass manche denken so, oh nee, dann ist das nichts für mich. Aber was, wenn es gerade dann was für dich ist, weil du dann, ja, zum einen siehst du, die Fragen von CFs müssen nicht unbedingt, das sind die gleichen Fragen. Es sind tatsächlich die gleichen Fragen. Ja. Und was, wenn es einfach ist, dass wir alle zusammen sind und du weißt dann noch mehr, dass du weißt. Wenn du nämlich denkst so, ist doch ganz logisch. Und was, wenn du dann nicht sagst, ist doch ganz logisch, sondern so, wow, krass, was weiß ich eigentlich alles schon? Also es ist für mich auch sowohl der Beginning als auch dann nochmal dieser fortgeschrittenen Kurs ein Selbstermächtigungskurs. Einer der größten in Access, finde ich. Alle Kurse in Access zielen darauf ab, aber der Talk to the Entities, da gehst du in deine Selbstermächtigung, da weißt du, du bist die Quelle, wie du schon gesagt hast. Mega. Wow, cool. Naja, dann würde ich mal sagen, wir hoffen, dass wir euch ein Beitrag waren mit unseren Erfahrungen und unseren kleinen Geschichtchen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja unter dieses Facebook Live eure Erfahrungen schreiben. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Ja, da sind wir neugierig. Ja, das sind wir. Dankeschön. Danke. Danke, hat voll Spaß gemacht, ihr Lieben. Vielen Dank. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Ciao.